Also ehrlich gesagt finde ich super, dass Marlene sich so fürs ganze Team einsetzt. Absolut. Ich meine, wenn die Firma jedes Jahr einen Bonus ausbezahlt hat, dann sollte die auch dieses Jahr einen auszahlen. Ja. Und Marlene sorgt dafür, dass wir ihn auch bekommen. Aber wie willst du das anstellen? Ich werde mit der Geschäftsführung reden. Wow, reden, das bringt bestimmt eine Menge. Mann, was soll sie denn deiner Meinung nach sonst tun? Im Showgeschäft hat sie bestimmt gelernt, wie sowas läuft. Willst du damit sagen, Marlene hat sich hochgeschlafen? Dann wäre sie eine ziemliche Niete, wenn am Ende nur ein Job am Empfang rausspringt. Ich wäre da schon ganz woanders. Du solltest nicht immer von dir auf andere schließen. Was? Ich habe hier mit niemandem gevögelt. Weil ich keiner wollte. Also dir kann man es echt nicht recht machen. Jetzt hat sie sich schon zu uns bekannt und du zickst immer noch rum. Ja, das finde ich auch. Außerdem, was haben wir denn zu verlieren, ne? Nix. Wenn Marlene es schafft, dass wir den Bonus kriegen, ist doch geil. Wenn, ja. Ich verspreche euch auf jeden Fall, dass ich alles dafür tun werde. Das wollte ich hören. Wir verlassen uns drauf. Chefetage an die Arbeit. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ja, ich darf aber doch trotzdem eine andere Meinung haben. Die du hier lauthals verkündest? Ja? Marlene, du bringst die Mitarbeiter gegen uns auf. Ich? Ach, das waren wohl eher deine Brüder mit der Streichung der Bonuszahlung. Die, wie du weißt, nicht grundlos geschieht. Man kann aber doch auch an anderer Stelle einsparen. Nicht vor den Fashion Days. Das ist die letzte Chance für LCL. Ich weiß. Da darf bei der Präsentation wie bei der Kollektion nicht gespart werden. Das heißt, es bleiben nur die Bonuszahlungen. Ich verstehe, dass du als Chefdesignerin das so siehst, aber ich sehe das anders. Das interessiert bloß keinen. Entschuldige. Redest du jetzt eigentlich gerade als Chefin mit mir oder als meine Freundin? Marlene. Nein, Rebecca, wirklich. Lass uns in der Sache professionell bleiben. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde, dass die Streichung der Bonuszahlung ein Fehler ist und ich möchte das offen sagen dürfen, ohne dass du sauer auf mich bist. Okay. Danke. Mach dir keine Hoffnung, dass du Tristan umstimmen kannst. Hast du die Post? Ich warte immer noch auf die Bescheinigung der Messeleitung. Tut mir leid, ich wollte mit dir über die Bonusstreichungen reden. Und sag jetzt bitte nicht, ich komme ungelegen. Marlene, ich musste verhindern, dass etwas durchsickert. Du dachtest, ich würde was ausplaudern. Ich wollte einfach niemanden verunsichern. Das ist aber ziemlich schief gegangen. Ein Großteil der Mitarbeiter ist stinksauer wegen der Bonusstreichungen. Weißt du, wie viele mit dem Geld gerechnet haben? Boni sind Zusatzzahlungen, mit sowas rechnet man nicht. Es hat sie aber jedes Jahr gegeben. Tristan mit der Streichung, das setzt ihr völlig falsche Signale. Das einzige Signal, das wir setzen, heißt, LCL steht kurz vor der Pleite. Ja, und die Fashion Days sollen voller Erfolg werden. Ihr investiert ins Marketing, in die Show, in die Kollektion, aber nur nicht in eure Mitarbeiter. Was wird das jetzt, ein Vortrag über Unternehmensführung? Mit der Streichung der Bonuszahlungen nehmt ihr den Leuten jegliche Motivation. Und das gerade, wo es drauf ankommt, wo alle anpacken müssen, mit Stress, mit Überstunden. Ich weiß, dass der Zeitpunkt ungünstig ist, aber ich kann es immer nicht ändern. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? LCL steht mit dem Rücken zur Wand. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt alle Kräfte mobilisieren. Die Firma und den eigenen Arbeitsplatz zu retten, sollten Motivation genug sein. Und wem das nicht reicht, der ist ja sowieso fehl am Platz. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und? Da die Boni weder in einer betrieblichen noch in einer vertraglichen Vereinbarung fixiert sind, haben wir da juristisch keine Handhabe. Sind das jetzt gute Nachrichten? Naja, rechtlich ist da nichts zu machen. Obwohl die letzten Jahre immer gezahlt haben. Das ist wohl unerheblich. Aber nicht für mich? Weißt du überhaupt, wie teuer Windeln sind, obwohl ich noch nicht mal die Markenprodukte nehme? Und Maxi ist gewachsen. Der braucht neue Klamotten und Dana hat's auch nicht dicke. Marlene, das ist unfair. Ja, ich weiß. Komm, wir gucken mal, was hier sonst noch steht. Krass. Hier steht, dass der Löwenanteil der Zahlungen in die obere Etage geht. Das war ja klar. Ich soll fragen, ob die Sendung von der Druckerei schon gekommen ist. Du störst. Nee, noch nicht. Caro, du kennst dich doch mit Bonuszahlungen aus, oder? Ich bin nicht mehr in der Buchhaltung. Nur eine ganz kurze Frage. Sag mal, stimmt's, dass 70% der Zahlungen in die obere Etage fließen und nur 30% in die breite Basis? In der Regel bemisst sich die Höhe der Prämie prozentual am Gehalt. Das dürfte so ungefähr hinkommen. 70%? Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 1.000 € Bonus kriegen, kriegen die 3.000. Tja,
Oder sogar mehr, je nach Gehalt. Boah, ist das unfair. Möchtest du noch was wissen? Nee, danke, Caro. Also werden wir jetzt als Fußvolk mit den Krümeln abgefertigt werden? Fressen die da oben eine fette Sahnetorte oder was? Mit den Stoffen kann ich arbeiten. Hauptsache, du kannst den Termin halten. Das wollte ich damit sagen. Gut. Ihr Bruder weiß schon Bescheid. Da mein Bruder aber nicht da ist, wäre es nett, wenn Sie mich ebenfalls in Kenntnis setzen würden. Ich habe einen alten Kontakt aktiviert und eine Bühnencrew gefunden, die nicht nur gut ist, sondern auch einen äußerst fairen Preis macht. Jessica, wegen euch fällt unser Bonus weg. Sie hat das Memo gelesen. Ja, genau das Memo. Wie feige ist das denn? Ich würde gerne einen Kompromiss vorschlagen. 70% der Bonuszahlungen entfallen allein auf die Chefetage. Und wenn dort alle bereit wären, auf ihren Bonus zu verzichten, dann könnten doch die nötigen Einsparungen schon erreicht werden. Und die restlichen 30% könnten ganz normal verteilt werden. So würden die Mitarbeiter einen Anreiz für die zukünftigen Überstunden bekommen und die Chefs könnten ihre Opferbereitschaft gegenüber der Firma beweisen. Wie hast du es so schön gesagt, Tristan? Der Gürtel muss enger geschnallt werden. Da könntest du doch mit gutem Beispiel vorangehen. Wärt ihr bereit, auf euren Bonus zu verzichten? Mein Gott, Blondie, du bist ja knallhart. Also? Ich darf Ihnen verraten, dass es gute Neuigkeiten gibt. Die Geschäftsführung hat entschieden, die Streichung der Bonuszahlungen nicht stattfinden zu lassen. Das heißt, alle Gewerke bekommen auch in diesem Jahr ihren Bonus. Wir wissen, was wir zurzeit von ihnen abverlangen. Und sie alle tragen einen großen Teil dazu bei, dass wir LCL gemeinsam aus der Krise führen. Und diesen Einsatz möchten wir natürlich belohnen. Als ob das seine Idee gewesen wäre. Und ich hoffe, dass Sie unsere kleine Geste als Anreiz sehen, beim Endspurt noch mal alles zu geben. Ich danke Ihnen. Marlene ist die Größte! Geil, einfach nur geil. Ja, habe ich es euch nicht gesagt? Wenn es jemand schafft, dann unsere Marlene. Schön, wie Marlene sich feiern lässt. Also ich finde, jeder von uns sollte einen Teil von seinem Bonus spenden. Schmeiß mir eine Party für dich. Nein. Geile Idee. Ich gebe zu, das hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank. Marlene heißt zwar von Lahnstein, aber jetzt ist ja wohl klar, dass sie eine von uns ist, oder? Ja, um ehrlich zu sein, ich will mich gar nicht so nach Seite zuordnen, wisst ihr. Ich sehe mich mehr als Vermittlerin. Genau das ist es doch. Also ich fand Marlenes Vorschlag einen guten Kompromiss. Und die Mitarbeiter sind auch wieder motiviert. Dass dir das gefällt, war mir klar. Mir gefällt nur, dass das alles endlich vom Tisch ist und dass sich jeder wieder auf seine Arbeit konzentrieren kann. Die Kosten, die holen wir auch wieder rein. Dank Tore sparen wir beim Bühnenaufbau und ja, beim Budget der Models können wir auch kürzen. Mit den meisten bin ich befreundet. Wenn ich denen eine langfristige Bindung an der LCL verspreche, dann machen die das weniger. Ich finde es erstaunlich, wie schnell du dich mit der neuen Situation arrangiert hast. Bleibt uns eine andere Wahl? Weißt du, genau genommen, könnten wir dich auf Vertragsbruch verklagen. Oder woher hatte unser Jeanne d'Arc auf einmal die Informationen über die Bonuszahlungen? Von mir jedenfalls nicht. Das sind hochsensible Firmeninterne, Rebecca. Also, dass der Löwenanteil der Prämie in der Führungsetage bleibt, das ist ja wohl in jedem Unternehmen der Welt so. Das ist doch kein Geheimnis, Tristan. Toll! Na, dann hast du den Tipp wenigstens mit gutem Gewissen gegeben. Ich habe Marlene keinen Tipp gegeben. Sie ist eine selbstständig denkende Frau. Und wir sind beide in der Lage, Berufliches und Privates zu trennen. Also ehrlich gesagt finde ich, dass Sascha recht hat. Wir könnten dich doch als offizielle Sprecherin wählen. Oder deine Freundin kriegst du immer mit, wenn was im Busch ist? Also in unserer knappen Freizeit, ich werde Rebecca nicht über Firmeninterne ausquetschen. Das verlangt doch auch gar keiner. Aber du bist wirklich eine gute Vermittlerin. Und am Ende hat jeder was davon. Das ist lieb, dass ihr mir das zutraut. Also, gut, wer ist dafür, dass Marlene uns jetzt offiziell bei denen da oben vertritt? Hey, was machst du denn hier? Ach, ich habe in der Firma keine Ruhe gefunden. Und daran bin ich schuld? Nein. Aber Tristan dreht gerade ein bisschen durch. Er hat mir vorgeworfen, dass ich dich mit Firmeninterner versorgt haben soll. Mach dir keinen Kopf.
Es ist okay, du hast ja einen Kompromiss gefunden, wo beide Seiten mit leben können. Trotzdem bin ich heilfroh, dass dieser Spuk endlich vorbei ist. Rebecca, hör mal zu, die Kollegen, die würden mich gerne zur Sprecherin der Belegschaft machen. Und um ehrlich zu sein, ich würde den Posten ganz gerne annehmen. Und was ist da mit uns? Dann können wir ja gar nicht mehr offen miteinander reden. Wieso? Wir können Berufliches und Privates doch ganz einfach trennen. Das ist uns bisher auch total gut gelungen. Ja, bisher. Da warst du auch noch nicht Sprecherin der Gegenseite. Gegenseite? Das ist echt interessant, welche Ansichten du hast. Ach, jetzt komm schon, Marlene. Wenn's hart auf hart kommt, dann ist das doch so. Oder siehst du dich jetzt als große Heilsbringerin, die von beiden Seiten gefeiert wird? Das wäre ganz schön naiv. Rebecca, was ist los mit dir? Ich verstehe einfach nicht, wie du so eine Aufgabe freiwillig übernehmen kannst. Natürlich färbt das auf unsere Beziehung ab. Gut, dann nicht. Es ist nur was, es hat sich in dem Moment einfach irgendwie richtig angefühlt für mich. Aber wenn du in der Sache nicht hinter mir stehst, dann... Nein, Marlene. Es tut mir leid, so war das nicht gemeint. Du hast recht. Wir haben das ja bisher auch ganz gut hinbekommen. Und wenn dir diese Aufgabe wirklich so wichtig ist, dann solltest du sie auch übernehmen. Wirklich? Ja, die Wogen sind ja jetzt auch erstmal geglättet und dann hoffen wir mal, dass es demnächst nicht schon wieder einen Streit gibt. Hey! Na, was kaufst du dir von dem Geld? Was für Geld? Von dem Bonus natürlich. Welcher Bonus? Jetzt sag nicht, du hast noch gar nichts mitbekommen. Marlene von Lahnstein, LCLs neue Heldin, Kämpferin der Gerechtigkeit. Es wird Geld regnen, und zwar auf uns! Marlene hat die echt um den Finger gewickelt. Die Chefetage verzichtet auf ihre Boni. Tristan war am Schluss so klein. Sie hat das ihr echt nicht zugetraut. Wundert mich trotzdem, dass die sich auf sowas einlassen. Wieso? Die werden einfach verstanden haben, dass der Laden ohne uns nicht läuft. Ich gehe heute auf jeden Fall erstmal shoppen. Weißt du, ich habe so eine super süße Jeansjacke von Maxi gesehen. Total süß auf der Höhe. Es ist zwar viel zu teuer dafür, dass sie ihm in 3 Monaten nicht mehr passen wird. Ist aber egal. Ich muss sie einfach haben. Und dann habe ich noch so braune Stiefel gesehen. Also so ganz weich mit so Plüscheln dran. So ganz süß. Und die passen perfekt zu so einem Kleid. So einem blauen Mini-Kleid. Und das passt perfekt zu der Jeansjacke von Max. Mhm. Also irgendwas musst du dir doch kaufen. Keine Ahnung. Wie wär's mit einer neuen Bluse? Hä? Wieso? Na so. Ich habe genug Blusen. Also ich würde das Geld eher sparen, man weiß ja nie, was kommt. Aber ich finde es gut, dass man jetzt weiß, dass unsere Chefs keine Ärsche sind. Ist auch gut fürs Betriebsklima, finde ich. Das heißt, ich will die bestehenden Verträge auslaufen lassen und die gesamte Produktion nach Osteuropa verlagern. Rumänien, Bulgarien, da sind Sie der Experte. Jetzt kann auf jeden Fall keiner mehr sagen, dass Sie da oben kein Herz für die Bedürfnisse von einem kleinen Mann haben. Oder der kleinen Blondine. Ich muss... Okay. Marlene wird jetzt unsere Sprecherin. Ja, dann mal auf Marlene. Auf die Arbeiterklasse. Das Geschrei wird natürlich groß werden, klar. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Im Wirtschaftsleben muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Sie sagen es.